Zypern, Zypern, immer wieder Zypern. Hallo und herzlich willkommen beim Consulting Coach. Mein Name ist Sören Hinkel, ich bin ein Consulting Coach und im heutigen Videoteil der Serie über Auswandern und Leben auf Zypern möchten wir uns mit dem Thema Autos auf Zypern, also Autos, Automobile, den Automobilmarkt auf Zypern. Du musst wissen, auf Zypern, Gebrauchtwagen, hier sind alle Tachos manipuliert. Alle Tachos sind gedreht, das kostet hier 20 Euro, das macht dir, gehst auf Basaraki, findest du Anzeige vom Pampos 20 Euro und alle Autos sind hier manipuliert. Lustige Story, und zwar mein Kumpel, der Marco, Grüße Marco, falls du das siehst, der ist hier auch neu angekommen und der wollte sich ein Auto kaufen und ist zum Autohändler gegangen, ein schönes Cabrio, frag mich jetzt nicht genau, was für Marke, Modell, keine Ahnung, ist hingegangen und ja, Auto war ganz cool, hat er mit dem Händler gequatscht, hat gesagt, ey, guck mal, ja, ich will den nicht kaufen, guck mal, der hat schon 180.000 Kilometer runter, ist mir zu viel, aber schönes Auto, aber zu viel Kilometer. So ist er nach Hause gefahren, nächsten Tag hat der Händler ihn angerufen, hey Marco, komm rum, ich hab was für dich, Marco so, alles klar, kommt rum, selber Auto. Marco so, okay, setzt sich rein, guckt auf den Tacho, gestern 180.000 Kilometer, heute 120.000 Kilometer, ohne Scheiß. Und Marco so, ey, das ist dasselbe Auto wie gestern. Gestern war es noch 180.000 Kilometer, hat dann Marco zu dem Verkäufer gesagt, heute 120.000 Kilometer. Und ungelogen, die ehrliche Antwort vom Zyprioten, ja, du hast doch gesagt, der hat zu viel Kilometer. Ist eine wahre Geschichte und das erzählt halt auch alles wieder über das Mindset der Zyprioten. Von daher, alle Autos sind hier manipuliert und welche Automarken gehen gut? Also du kommst hierher und wahrscheinlich wirst du sowieso mit einem Mietwagen starten. So. Aber wenn du dir dein Auto kaufen willst, musst du wissen, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst ein Auto importieren aus England oder also wir fahren hier, falls du es noch nicht weißt, wir fahren hier auf der falschen Straßenseite. Wir haben hier das englische System. Das bedeutet, du brauchst dein deutsches Fahrzeug nicht mitbringen. Ich habe auch überlegt, bringe ich mein Fahrzeug mit, aber das ist dumm, weil erstens das Lenkrad ist auf der falschen Seite. Das heißt, das ist gefährlich, vor allem in den Kreuzungen, wenn du abbiegst, du kannst nicht in die Kreuzung reingucken. Zweitens, die Versicherung kostet das Doppelte für dein Auto, weil du halt auf der falschen Seite fährst. Das ist eine Gefahr für die Straße. Und drittens, du kriegst dein Auto hier nie wieder verkauft, weil das Lenkrad auf der falschen Seite ist. Also schmier dir das bitte sofort ab, dass du dein deutsches Auto mit dem Lenkrad auf der falschen Seite hier mit herbringen kannst. Das macht überhaupt keinen Sinn. So. Das heißt, du kannst dir hier entweder ein zypriotisches Auto kaufen, was schon auf der Insel ist, oder du kannst dir direkt aus England ein Auto frisch importieren. Blöderweise seit Anfang 2021 haben wir die Import-Tax wieder eingeführt, weil England den Brexit vollzogen hat und kein Teil mehr der EU ist. Ich glaube 10% Importsteuer, nagel mich bitte gerade nicht drauf fest. Ob das auf den Listenpreis oder den eingeführten Gebrauchtwagenpreis ist, weiß ich auch nicht. Ich habe es so gemacht, ich hatte hier einen gebrauchten zypriotischen BMW X5, 1,5 Jahre habe ich den gefahren oder knapp 2 Jahre und habe mir jetzt dann im Dezember letzten Jahres nochmal einen frischen SUV aus England importiert, noch ohne Import-Tax. So, die ist erst seit 1.1.2021 wieder im Gange. So, fangen wir mal mit dem zypriotischen Gebrauchtwagenmarkt an. Also, ne, wie gerade schon erzählt, alle Tachos sind manipuliert und du kannst damit rechnen, dass wenn ein Auto auf der Insel ist, dass es im Schnitt pro Jahr 25.000 Kilometer fährt. Das heißt, wenn das Auto 4 Jahre auf Zypern war, dann sollte es mindestens 100.000 Kilometer auf dem Tacho haben. Ansonsten ist die Chance, dass es manipuliert ist, sehr hoch. Das klingt mega viel und am Anfang war ich halt auch mega perplex. So, 25.000 Kilometer pro Jahr, das ist eine kleine Insel. Wie kriegen die denn hier 25.000 Kilometer pro Jahr auf dem Tacho? Die pendeln halt viel zwischen ihren Arbeitsplätzen und Teile der Familie wohnen in Limassol, Teile wohnen in Larnaca, Teile wohnen in Paphos und jeden Sonntag ist Familientreffen. Da kommen alle in das Auto und dann wird zur Oma in die Berge gefahren. Also, und die fahren hier auch, die haben die Mentalität wie die Amis. Die fahren von der Küche ins Wohnzimmer mit dem Auto. Also 25.000 Kilometer ist ein realistischer Wert pro Jahr, was so ein Auto auf dem Tacho bekommt. So. Und von daher kannst du dir ausrechnen, wenn das Auto 6 Jahre alt ist, hat das 150.000 Kilometer runter, plus was noch vorher zum Beispiel in England das Auto gefahren ist. Und die zypriotischen Straßen, die sind okay, aber die sind halt ein bisschen tougher. Da sind hier mal die Gullideckel nicht so plan geteert. Da macht's mal rums, wenn du zu sehr am Seitenstreifen fährst. Das heißt, aus meiner Erfahrung, ein zypriotisches Auto, was 100.000, sagen wir mal 150.000 Kilometer runter hat, das ist Schrott. Das ist Schrott, das fährst du hier nicht mehr, das ist hin, das Fahrwerk ist ausgeschlagen, die kümmern sich hier nicht um die Autos. Ich habe einen X5-Probe gefahren, der hatte seit Monaten kein Öl mehr im Motor und das hast du schon gehört. Aber der Besitzer, überhaupt kein Verständnis für. Also von daher, du willst dir hier kein altes Auto kaufen, ich habe den Fehler gemacht.
Mit meinem X5, die Dinger sind Schrott. So, von daher brauchst du ein relativ frisches Auto. Das kannst du dir selber importieren, das ist günstiger. Brauchst du einen Kontakt für jemand, der dir in England das Auto sucht, checkt, prüft, aufs Schiff packt, einführt, die Papiere macht und dir dann vor die Haustüre liefert. Ich habe da einen Kontakt, spreche mich gern drauf an. Über den habe ich halt mein SUV aus England importiert. So, das ist eigentlich die Option, die du hast. Und dann stellt sich die Frage, okay, welche Automarken sind denn hier fesch? Kann ich hier ein Renault importieren oder so? Grundsätzlich Range Rover und Mercedes und auch BMW sind hier wie Bargeld. Die Marken gehen immer. Wenn du hier auf der Insel bist, du siehst so viele Mercedes und Range Rover und auch ordentlich BMW. Hauptsache, also du siehst hier generell sehr viele SUVs und sowas, weil halt die Straßen, da denken sich viele so, ja, ein bisschen mehr Bodenfreiheit mit den hohen Bordsteinen, die parken hier alle wie die Malakas. Das ist schon okay. Ich habe halt auch ein SUV, ein bisschen mehr Bodenfreiheit. Auch wenn du mal rausfährst nach Parfos, da kann man die Straße enden, da hast du einen Schotterweg und alles. Das macht hier schon Sinn, kann man rechtfertigen. So, das heißt Range Rover, Mercedes und BMW, speziell auch die SUV-Modelle, die gehen hier wie Bargeld, die kriegst du immer verkauft, immer gehandelt. Und das sind halt für, ich habe es ja erwähnt, es gibt keine Mittelklasse. Es gibt die Armen und die Reichen und das sind so die Autos für die Reichen. Und die Armen, die nicht so gut verdienen, die fahren halt, ja, hauptsächlich Asiaten. Sprich Toyota, Nissan, Hyundai, Kia, Mazda. Ja, das sind so die Modelle. Also da häufig dann auch Kleinwagen in dem Bereich. Also auch diese Hyundai X SUVs oder halt Kleinwagen, Toyota Corolla oder so. Das sind so die Märkte. Nissan Note geht hier auch sehr gut. So, also du solltest dir ein Auto, entweder ein günstiges Auto in diesem Bereich kaufen, im asiatischen Bereich. Die sind günstig und die sind hier auch sehr, also die fluktuieren gut. Die Autos kennt jeder, die kriegst du auch immer verkauft, oder du kaufst dir halt dann im teureren Bereich so ein Luxus-SUV, so ein High-End-Auto, dann halt deutsche Modelle. Aber Audi geht hier auch nicht so gut. Deutsche Modelle, sprich BMW, Mercedes, Porsche, Zyprioten lieben Porsche, ihren Cayenne und ihren Macan auch sehr gut. Oder du gehst auf Range Rover und wenn du es aus England importierst, die kosten jetzt 10% Import-Tax, außer Range Rover, weil es halt eine britische Marke ist. Die Range Rover kosten keine 10% Import-Tax, dafür sind sie aber im Schnitt auch 10% teurer als ein vergleichbarer X5, X7 oder GLE oder sowas. Von daher muss man auch wieder einen Taschenrechner benutzen. So, das ist grundsätzlich der Automarkt auf Zypern. Was Zypern auch lieben, also Autos findest du wie immer auf Basaraki, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, das ist eBay Kleinanzeigen. Und Zyprioten lieben es auch, ihre Autos zu tauschen. Ich habe, als ich meinen X5 inseriert habe, der hatte dann schon 260.000 Kilometer runter. Das war das 2010er Modell. Und viele Angebote Swap, also tauschen gegen irgendwelche scheiß Audis oder alten Mercedes. So. Mit dem Swap, ich würde mich da zurückhalten, weil das ist wie an der Börse. Der eine verarztet den anderen. So. Du willst dein Auto verkaufen, weil du weißt, hey, die Karre ist runter, die ist scheiße. So war es zumindest bei meinem BMW. Ich wusste, Fahrwerk ausgeschlagen, Zylinderkopfdichtung muss getauscht werden. Der macht nur noch Macken gemacht. Ich wusste, der ist scheiße. Ich habe den halbwegs hingebastelt, sodass er okay dasteht. Und wenn du dann so ein Auto swappst, dann hast du genau denselben gegenüber. Also du musst hier auf Zypern Malakka sein. Du musst so ein bisschen, Malakka ist so Outlaw. Wenn du diese Mentalität hier nicht hast und so wie wir Deutschen, wir sind ja relativ gutgläubige Menschen. Das ist unsere Gesellschaft, unsere Kultur. Und wenn du mit dieser Gutgläubigkeit hierher kommst, boah, du wirst nackig gemacht. Das sind hier richtige, wie sagt man, Gauner, also im positiven wie im negativen Sinne, das sind Gauner, das sind Händler, die haben das im Blut und dann kommst du mit einer deutschen Gutgläubigkeit hierher, die machen dich nackig, die ziehen dich aus, du zahlst dich dumm und dämlich, die rippen dich richtig, also ohne Scheiß. Von daher musst du hier auch ein bisschen Malakka werden. So. Und ich habe alle Swaps abgelehnt, weil darauf wollte ich hinaus, einer verarztet den anderen, der will mir seine Scheißkarre andrehen, dafür kriegt er meine Scheißkarre. So, was soll das? Also, Auto verkauft, frisches Auto aus England importiert mit 30.000 Kilometern auf dem Tacho und den fahre ich jetzt mehrere Jahre sicherlich und das ist so grob der Automarkt. So würde ich den Automarkt jetzt auf Zypern einschätzen. Und wo wir jetzt schon gegen Ende des Videos kommen oder wo wir am Ende sind, du wirst hier sehr oft die Bezeichnung like new antreffen, also wie neu.
lass dich, das ist so lustig, da wird dir ein 6 Jahre alter Mercedes GLE mit 150.000 Kilometer angeboten und der Beschreibung like new. Das darfst du hier nicht so ernst nehmen. Für Zyprioten ist alles, was nicht scheiße ist, alles, was nicht komplett abgegrabbelt, kaputt und runtergerockt ist like new. Also im Deutschen übersetzt, like new ist normaler Gebrauchtwagenzustand. Als Deutscher gehst du hin und erwartest für ein 6 Jahre altes Auto einen normalen Gebrauchtwagenzustand. Das ist dann auf Zypern in den Anzeigen schon als like new beschrieben. Das solltest du halt wissen. Das ist hier, like new ist hier per Definition anders als in Deutschland. Genau. Und es ist hier halt auch gang und gäbe, dass wenn du einen Gebrauchtwagen kaufst, selbst wenn du das Ding vom Händler kaufst und das Ding schon auf Zypern zugelassen ist, dann bringst du das zu einem Mechaniker. Ich habe mit ein paar Mechanikern jetzt Erfahrungen gesammelt. Ich habe jetzt einen deutsch-russischen Mechaniker in einer guten Garage, der hat 30 Jahre in Deutschland gewohnt, hat an BMWs rumgeschraubt, dem vertraue ich. Von daher, ich bringe meine Autos zum Mechaniker, speziell wenn du ein Auto kaufst, dann solltest du das Auto auch immer von einem Mechaniker durchchecken lassen. Das ist hier gang und gäbe, Best Practice sozusagen, und erwarte aber nicht, dass diese Mechaniker halt die deutsche Brille aufhaben. Die haben die zypriotische Mechanikerbrille auf. Das heißt, wo ein deutscher Mechaniker sagen würde, was für ein Scheiß, abgerockt, runtergenudelt oder sonst was, da würde der zypriotische Mechaniker sagen, ja, ist halt noch okay. Also das muss man halt auch bedenken. Auch der zypriotische Mechaniker hat kein deutsches Denken. Für den ist das Auto nach zypriotischen Standards dann okay oder nicht. Das solltest du halt auch immer noch beachten. Und was du hier auch nicht haben solltest, ist Liebe zum Auto. Also hier fahren vor allem in Limassol viele Luxuskarossen rum, weil die Russen halt auch gerne zeigen, was sie haben, und die zypriotische Mentalität ist ähnlich. Maserati geht hier auch noch sehr geil. Es gibt auch hier diesen Spruch so auf Zypern, warten, also der Pampos, Pampos ist hier so ein typischer Standardname für einen zypriotischen Mann. Der Pampos, der wartet, bis der Papa stirbt, dann kriegt er das Erbe und kauft sich einen Maserati für. Das ist auch wieder so ein fieser Witz, aber es stimmt halt auch. So viele Zyprioten fahren Maserati, weil sie es geil finden, haben sich das Auto vom Erbgeld gekauft, können sich das aber gar nicht leisten, und sobald der erste Ölwechsel ansteht für 500 €, dann verkaufen sie das Auto, weil es im Unterhalt zu teuer ist. Also Zyprioten viele sind halt mega verschuldet, weil das ist mit Autos so und auch mit Handys, keine Ahnung, das ist ein bisschen so eine männliche Macho-Kultur. Die Leute, die zeigen halt gerne, was sie haben, auch wenn sie es sich nicht leisten können. Das heißt, viele Zyprioten fahren hier neue Mercedes oder Range Rover, da weißt du ganz genau, die Autos, die sind auf Pump und Kredit gekauft oder geleast und finanziert. Das sieht gut aus, das ist so Show-off, so ein bisschen zeigen, was man hat, aber eigentlich können sie sich das alle nicht leisten. Da gibt es auch wieder diesen Domino-Effekt, der Pampos hat einen geilen Mercedes, dann kauft sich der Charambolos auch einen geilen Mercedes und der Stelios braucht dann seinen Maserati. Also hier fährt schon viel Luxus rum, aber du weißt, viel ist halt auf Kredit und Pump finanziert. Und obwohl dann halt viele Neuwagen und viele Luxusautos hier sind, darfst du trotzdem keine Liebe zum Auto haben, weil die rocken die Karren auch kaputt. Wenn du mal hier warst und siehst, wie die parken mit den Bordsteinen, oder das ist hier alles nicht so gut gebaut mit einer S-Klasse. Ich habe das schon mal gesehen bei meinem Nachbarn, der hat eine S-Klasse, und der Bordstein, also die Auffahrt zu seiner Garage ist halt mega steil, und der setzt jeden Morgen mit seiner Stoßstange, mit der Frontschürze, setzt er jeden Morgen auf der Straße auf, wenn er da rausfährt. Jeden Morgen macht es einmal, wenn er zur Arbeit fährt, und das mit einer neuen S-Klasse. So what? Also wirklich in Deutschland unvorstellbar, aber auf Zypern, das ist genau die Mentalität, die du hier brauchst. Selbst wenn du eine S-Klasse hast, hab keine Liebe zu deinem Auto. Einer fährt dir einen Spiegel ab. Hier gibt es auch mega viele Unfälle, weil Handy ist offiziell verboten am Steuer, aber die glotzen hier alle immer aufs Handy, und du siehst jeden Tag, wenn du durch Limassol fährst, so dämliche Auffahrunfälle, wo du ganz genau weißt, hey, einer hat wieder gepennt, wieder nur aufs Handy geglotzt, dann hat es wieder gescheppert. Ich hatte zum Glück noch keinen Unfall, aber du darfst hier echt keine Liebe zum Auto haben. Das ist hier ein Gebrauchsgegenstand, und entsprechend wird er auch behandelt. Also von daher, ja, ist anders als in Deutschland. So, das war's. In diesem Video habe ich dir über den zypriotischen Automarkt berichtet. Du weißt, wie du hier das Thema Autos einzuordnen hast, was für Autos, in welchen Bereichen du dich bewegen möchtest. Von daher, das war's für heute von mir zum Thema Autos auf Zypern. Mein Name ist Sören Hinkel, ich bin ein Consulting Coach. Wenn du Fragen, Anmerkungen, Anregungen hast, pack's gerne in die Kommentare. Wenn du
weiteres Interesse hast und konkret nach Zypern auswandern möchtest, du hast meine Kontaktdaten unten verlinkt, das hatte ich bereits erwähnt. Ping mich gerne an, schreib mich an, wenn du Fragen hast. Ich bin da gern behilflich. Ich finde Zypern geil, ich liebe Zypern, ich lebe mega gerne hier. Von daher möchte ich natürlich aus freien Stücken Werbung machen für Zypern. Ich würde es cool finden, wenn mehr Berater, mehr Dienstleister, mehr Coaches und Consultants nach Zypern kommen, speziell auch hier nach Limassol. Von daher lasst uns eine Community aufbauen und mach's gut. Ciao.